Ich habe mir Rinde hier hingelegt und ja, schauen wir mal, was ich damit machen werde. Ich habe hier unterschiedliche Stücke. Sieht jetzt gerade aus wie ein Tannenbaum. Ich nehme die andere Seite, so, denn der Farbton gefällt mir eh besser, glaube ich. Und dann habe ich hier meine Masse. Die habe ich eben angesetzt, also ist ein bisschen krümelig geworden, aber es macht nichts. Erstmal eine Spachtel, damit kriege ich das jetzt besser aus meinem Schälchen, dachte ich gerade. Es fällt auch schon so raus, auch gut. Brauche ich das Werkzeug nicht. Ja, die kann ich jetzt schön verteilen. Das ist ein ordentlicher Haufen, denke ich gerade so. Ich nehme mal eher das Palettenmesser. Jetzt fällt mir was ein. Ich wollte ganz anders starten. Ich hatte vorhin die Idee und jetzt bin ich drüber hinweggekommen. Also ist das, wenn man dann schon mit den Gedanken viel weiter ist. Aber ich wollte euch nochmal zeigen, wie man ja, den Herbst hier nochmal raufbringt. Also eigentlich dachte ich an so einen kleinen Wald, ganz abstrakt, gegenstandslos. Ich habe so viele Bäume in diesen tollen Farbtönen gesehen. Deswegen dachte ich, irgendwie, wenn man nicht weiß, was man machen soll, dann kann man auch erstmal skizzieren. Also damit starten. Und wenn man dann mit Wasser die Farbe laufen lässt, dann fließt es auch einfach mehr. Dann kommt man schon wieder auf Ideen und das trägt einen dann so ja, ein Stück weiter. Und ja, diesmal hatte ich halt eine Idee und wollte dann so starten und dann war ich doch wieder ganz woanders und habe einfach gemacht, so wie sich das ja auch gehört, hier zumindest, einfach machen und wie dann am Ende ist völlig egal, Hauptsache man macht. Aber was man jetzt halt schon sieht, ist, wie doll die Kreide färbt. Also ich habe ja wirklich jetzt nur die Kreide und die Masse und habe so schöne Farbtöne jetzt hier drin. Ja, während man das hier so schön verteilen kann, passiert ja auch total viel. Also auch auf der Leinwand, aber auch im Kopf. Und die Idee war heute nämlich, deswegen hatte ich heute so einigermaßen einen Plan, die Rinde eben auf die Leinwand zu bringen. Und zwar auch in Bezug zu dem Kurs von gegenständlich zu abstrakt. Euch wollte ich hier nochmal näher bringen, wie man eben auch solch ein Thema, hier zum Beispiel Erinnerungen, auf die Leinwand bringen kann. Denn als ich die Rindenstücke gesammelt habe, war es ja auch so ein besonderer Moment und dann findet man was und jetzt kann ich das wieder auftauchen lassen und das Gefühl eben auf die Leinwand bringen. Ich überlege jetzt schon, wo ich die Rindenstücke hinklebe. Deswegen mache ich hier schon ein bisschen mehr Masse drauf. Damit kann ich hier auch noch mal so ein paar Kanten reinziehen, aber auch weiche Übergänge machen. Und ich kann natürlich damit jetzt auch die Rinde kleben. Also ich habe jetzt ja hier eine ordentliche Masse und die gebe ich hier einfach auf meine Rinde drauf und klebe das damit. Ich verteile das hier nochmal. Ja, einfach noch ein bisschen was drauf geben und dann aufdrücken. Und dann hoffe ich mal, dass das hält. Das weiß man auch immer nicht so genau. Also ich überlege auch, ob ich mehrere hier hinsetze oder eins oder welche Stücke ich jetzt nehme. Und ja, ich mache das einfach mal.
Schau mal, hier gebe ich das einfach die Masse drauf und dann auf die Leinwand drücken. So, ich glaube, so lasse ich das jetzt. So sollten alle draufkleben. Nochmal ein bisschen randrücken und Werkzeuge sauber machen. Erstmal Werkzeuge sauber machen, dann kann das jetzt trocknen. Ich werde das föhnen und mal gucken, dass die Masse mir nicht reißt. Das kann natürlich passieren. Aber es hat doch was. Sieht doch, die Farben passen schön zusammen. Ist natürlich gerissen. Mir ist auch ein Stück abgebrochen hier. Ist auch noch nicht ganz trocken. Also wie das immer so ist. Ich überlege jetzt, wie ich weitermache. Deswegen habe ich mir jetzt einen Rahmen hier hingelegt. Ich probiere das einmal eben aus, wie das aussieht. Also ich würde jetzt eine andere Farbe nehmen vom Rahmen, aber trotzdem kriegt man ja einen Eindruck, denn ich finde es total schön. Also es hat viele, viele Farbtöne, viele feine Farbtöne. Und wenn der jetzt dunkel ist, wahrscheinlich will ich ihn dunkel streichen, dann könnte das Bild schon so wirken. Aber ich will noch ein bisschen malen, natürlich. Ja, noch ein bisschen Farbe will ich raufbringen. Ein bisschen kolorieren, aber gar nicht viel, weil eigentlich gefällt es mir total gut. Vorher hatte ich gedacht, Blau und was hatte ich noch? Ocker und so hatte ich, glaube ich, irgendwie kurz im Kopf. Aber jetzt fand ich es eben schon so schön, dass ich so gedacht habe, nee, ich mache nur noch ein bisschen denselben Farbton nochmal. Mache das noch ein bisschen kräftiger. Und dann mal gucken, was so kommt. Also es passt doch, also es ist irgendwie stimmig, fühlt sich gut an. Oben mache ich noch ein bisschen die Übergänge, also noch ein bisschen angleichen und dann war es das, glaube ich. Oder wer weiß. Mal gucken, was noch so kommt. Finde ich auch schön hier oben. Hat auch was. Dann könnte man auch wieder andere Figuren hier oben drauf ziehen. Nee, ich nehme das wieder weg. Es irritiert mich jetzt. Ich mache hier nur so weiche Übergänge und dann ist es stimmiger. Hier oben ziehe ich auch noch mal ein bisschen was rüber. Klein bisschen noch nachwischen. So kann man es jetzt auf jeden Fall lassen. Aber ja, ich
finde, das sieht aus wie Figuren und ich überlege nämlich die ganze Zeit, ob ich das mache. Und wenn einem das so im Kopf hängt und man die ganze Zeit überlegt, dann sollte man das doch einfach machen. Also ich gucke hier einfach, dass hier Figuren drauf kommen. Und ob es mir hinterher gefällt, weiß ich nicht. Kann ich erst wissen, wenn ich es gemacht habe. Ja, jetzt sehe ich das. Vorher kann ich es mir nicht vorstellen. Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber ich lasse es jetzt erstmal so und es muss jetzt erstmal wirken. Ja, so ist das manchmal. Da muss man das halt machen und eben auch dieses, ja, für viele ist es ein Risiko, für mich gehört es einfach zum Prozess dazu. Also es entwickelt sich ja immer etwas beim Malen und das ist ja auch das Schöne daran. Also dieser Weg, der sich dir öffnet, den dann auch zu gehen und sich nicht selber ausbremsen, weil man Angst hat, dass man wieder was versaut oder so. Also einfach machen. Ja, schön, dass du hier bist. Ich freue mich immer sehr über eure tolle Community hier. Also ich weiß auch nicht, ich kann das gar nicht doll genug betonen. Ja, mein Wal, der schaut hier immer zu und schenkt einen einfach ganz viel, ja, Glück oder Mut oder was auch immer man gerade braucht. Also schön, dass du hier bist. Jetzt genieße deinen Sonntag. Tschüss. Ich musste so lachen, als ich das Krakelierte gesehen habe, dachte ich so, ja, da ist es wieder. Und ich hatte eh damit gerechnet, aber so richtig gewünscht hatte ich mir das gar nicht. Aber als es dann da war, war es perfekt. Also es war genau das, was dem Bild nochmal eine tolle Tiefe gegeben hat und ja, eine wunderschöne Struktur und die passte so gut zu meinem Gefühl und deswegen war es genau das, was eigentlich noch gefehlt hatte und damit war das Bild für mich im Prinzip fertig. Aber so ist das, wenn man das möchte, dann taucht es nicht immer auf, aber im Großen und Ganzen passt es doch eigentlich immer ganz gut. Also sehe die Technik nicht als Herausforderung, sondern als Mitspieler und greif auf, was dann da ist und was passiert. Und alle die den Kurs gemacht haben oder machen, von gegenständlich zu abstrakt, das ist nochmal eine tolle Möglichkeit, das Thema nochmal anders zu verstehen, nochmal anders zu betrachten, zu vertiefen. Und das ergänzt das im Prinzip ganz gut. Also schön, dass du hier bist. Danke für deine Unterstützung, danke für dein Like, für dein Abo. Vielen, vielen Dank und herzlichen Dank. Das ist wirklich eine Herzensangelegenheit. Dein Kommentar oder der tolle Chat. Das ist wirklich, ja, danke. Mach's gut. Tschüss.